Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, um eine Frage zu beantworten, die Sie mir hinterlassen haben, um zu sehen, warum der BMW E90 320 Diesel von 163 Pferden so viele Turbos kaputt gemacht hat, erklärte er. Erstens wissen Sie bereits, dass der BMW E90 320 Diesel D163CV ist eine Variante des am E46 montierten, der 320 Diesel mit 150 Pferden. Im E46 gab es nicht so viele Turbobrüche, obwohl sie auch kaputt gingen. Aber nicht so viel, weil sie den Garrett Turbo hatten, aber im E90 320 Diesel 163 Pferde montierten die einen Turbo Mitsubishi Ursprung, der etwas heikler war. Das Problem, das es gab, war dieser Teil, der Gasrückführungsfilter ist, den Sie bereits kennen, der geht neben den Injektoren, auch neben dem Luftfilter. Dieses Stück, wie gesagt, bis 2006 war dieser Umweltfilter montiert, dann von 2006 bis ca. begann zusammengebaut zu werden, dass es nicht mehr so viel Mühe machte. Aber hey, ich erkläre, dieser Filter hat einen Schwamm im Inneren, der Schwamm wurde im Laufe der Zeit mit Öl gesättigt und es kommt eine Zeit, in der er den Druck nicht ablassen konnte. Weil auf diese Weise der Druck der Gase im Motor abgelassen wurde, dann dies Druck, der verhindert, dass das Öl, das die Turboturbinenwelle schmiert, normal fließt. Weil es ständig schmieren muss, das Öl sich bewegt, weil Sie wissen, dass der Turbo Temperaturen über 600 Grad erreicht, und wenn das Öl nicht normal fließen, dass das Öl am Ende sehr schnell abgebaut wird, es nicht seine Arbeit macht und dann den Turbo beeinflusst, was zu Brüchen in der Turbinenwelle führt. In anderen sind sie nicht gebrochen, sie sind dort nicht gebrochen. Aber sie haben zu viel getan. Verschleiß, das Öl sickerte in den Ansaugtrakt, das Fahrzeug ging in Selbstverbrennung, und das könnte den Motor zerstören. Wie gesagt, was früher gemacht wurde, war, wenn ein Kunde kam, der das schon wusste, es gab dieses Problem, jedes Mal, wenn Sie das Motoröl und den Motorölfilter wechseln, wurde Ihnen empfohlen, auch dieses Teil zu wechseln. Wenn Sie dies nicht gleichzeitig tun, wäre es zumindest ratsam, dies zumindest zu tun. Der zweite Ölwechsel, genau um den Turbo zu schonen, den Turbo schützen und den Motor vor diesem Überdruck schützen, denn das Öl sammelt sich weiter an und verstopft am Ende ja. Okay, später haben die Decanter nicht mehr so viel gegeben Ärger, aber wir hatten auch ein Turbobruchproblem, weil der Decanter auch verstopft war. Daher sollten die Decanter von Zeit zu Zeit auch überprüft werden, dass sie nicht im Inneren verstopft sind. Denn Sie wissen, dass das Öl auslaufen kann, am Ende erstarren dort, und dann kann es auch den Decanter verstopfen und wir hätten das gleiche Problem. Okay, nun, hier hast du diese Erklärung und gut, wenn das nützlich war, dann vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.